Es ist 10:30 Uhr, ich bin gerade aus dem Bett gefallen, erstmal Kaffee im Kopf und weil es gerade sowieso Nacht wird hier an der Belajar, gucken wir uns nicht die Belajar an, sondern ich würde sagen, wir gucken erstmal in die Weihnachtsshops und dann geht's weiter und dann gucken wir uns die Belajar an. Aber guckt euch das schon mal an, wie geil das aussieht. Also, Kaffee in den Kopf und dann los. Und wir gucken natürlich wie jedes Jahr als erstes mal rein. Was gibt es im Shop? Was machen die beiden creepy Kandidaten hier? Die sind mal wieder auch eingeladen worden. Und wir gucken als erstes mal rein in den Lebensmittelshop. Gibt es etwas Neues? Gibt es was, was man sich holen sollte, könnte? Mein Favorit, der absolut den Lebensenergiebalken, nicht den Energiebalken, sondern den Hungerbalken nach oben ballert, ist die Fischsuppe. Absoluter Burner, die knallt einmal richtig durch, einmal konsumieren, zack, oben. Mein Tipp, wenn du viel am Nordmeer oder so bist, zweimal Tee trinken, einmal Fischsuppe und der Balken ist voll und gleichzeitig auch noch die Energie schießt richtig hoch und dann auch noch langanhaltend. Weihnachtsmänner sind neu. Tatsache. Okay. Ja, kann man machen. Was haben wir hier? Neujahrsgetränke. Okay, auch neu. Ja. Platz, bla bla, festliche Tafel. Einfach eine Limonade. Und die Tasse Tee, ja, verwenden auch sehr viele. Dann ist das hier wieder das nicht-alkoholische Getränk. LOL, Christkindls Glühwein, so ungefähr vom Style. Glühwein in den Fläschchen. Oh, eine eckige Flasche, okay. Ich dachte schon gerade, aber sonst vom Style her. Oh, der ist aber auch günstig, ey. Pro Flasche und nur einmal konsumierbar. Oh, das ist Gold. Okay, es ist Gold. Ja. Okay, es ist Gold. Okay, nee, ansonsten gibt es hier bei den Lebensmitteln so nichts Neues. Also, mein Favorit, absolut die Fischsuppe. Lohnt sich, kann man mal reingehen, kann man sich mal gönnen. Ich glaube, ich habe noch ein paar hundert, 2000 oder so habe ich mir gekauft. Ist, glaube ich, eine ganz gute Menge. Und wenn ich jetzt gucke nach der Fischsuppe im Verbrauch, wo ist sie? Da ist sie. Oh, also vielleicht reichen auch 1000, je nachdem, wie viel du dir das Zeug in den Körper reinkippst. So, jetzt kommen wir natürlich zum Wichtigen, und zwar, was für Rollen und Routen gibt es im Weihnachtsmarkt? Und wir gehen einfach von A bis Z einfach, ja, einmal alles durch, ne? Einmal drüber gucken, gibt es was Neues? So nicht. Das heißt, wir gucken nach dem Weihnachtsmarkt auch nochmal in den normalen Shop. Also, wir fangen an. Model Deluxe. 4000er Rolle. Kann man machen. Nicht unbedingt. Oh, warte, mein Wecker klingelt. Ich soll langsam aufstehen. So. Model Deluxe. Kann man machen. Ist natürlich ein bisschen was für Liebhaber. Vielleicht auch eher wegen der Optik. Ansonsten von den Stats, die hier drin sind, Schnurkapazität und so weiter, braucht man nicht unbedingt. 9 Kilo, 4000er Rolle. Sehe ich im Moment keinen sinnvollen Einsatzbereich. Dann haben wir hier diese Retro-Rolle, die Pellengas, immer wieder mit drin. Ja, auch das, ne, eine 2000er Rolle, 5 Kilo für 1200, geht so. Was haben wir hier? Eine 1000er Rolle. Ja, 1000er Rolle ist zumindest von der Übersetzung ziemlich nice. Es ist von der Bremskraft ziemlich nice. Ja, hat natürlich auch einen hohen Preis. Bei den 1000er Rollen bin ich, glaube ich, eher bei, also das ist ja Ultralight, vielleicht dann doch eher bei Baitcast. Hat man auf jeden Fall mehr Kraft und mehr Schnurkapazität. Trient Model 8.2, das ist new, das Ding. Da steht es auch noch dran. Und das ist doch mal was. Eine 8000er. Die gucken wir uns doch direkt mal an. 8000er, 0,42, 417 Meter. Okay. Deutlich weniger Schnurkapazität als die 8000er Overlord. Kostet natürlich auch nur einen Bruchteil. Und hat 16 Kilo
Übersetzung 4. Okay. Schade, warum 8000? Eine 6000er mit den Stats wäre natürlich grandios, ne? Das Ding wird erstmal gekauft. Und zwar jetzt und direkt. Und das Ding packen wir uns mal direkt auf eine passende Route. Und dann gucken wir mal, wie viel Schnur da drauf geht von einer ausreichenden Schnur. Zum Beispiel 19 Kilo. Alles klar, mehr als ausreichend. 300 noch was, 16 Kilo. Oha. Also hier drauf von der Schnur 390 Meter. Jetzt vergleichen wir das Teil mit der, ja gut, mit der Evia. Da liegt die Evia vorne. Die Vintage Model 827. 16,5. 390. Und bei der HSV auch 390 Meter Schnur drauf. 17 Kilo. Ich würde sagen, ein würdiger Vertreter im Bereich HSV und Co. Sieht zumindest ganz vernünftig aus, das Teil. Also durchaus eine Option. Wasserdicht, also salzwasserdicht auch noch. 4, also ein bisschen langsamer. Carp Fishing, schweres Fishing, ja. Also eine kraftvolle, eine etwas langsamere Übersetzung, dadurch mehr Kraft. Ja, spannend. Einfach auch so dieser Retro-Style, gar nicht schlecht. Durchaus eine Option. Man ist natürlich hier bei einem deutlich höheren Preis. Wenn man sich das Ganze natürlich hier mit Gold gönnen will, kann man das natürlich bestimmt gut machen. 50% Rabatt sozusagen, 50% reduziert. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt die... nee. Aber ich glaube, die HSV ist dann trotzdem, wäre auch mit Gold gekauft, trotzdem nochmal höher. Aber das ist durchaus eine Option. Ja, kann man machen, ja. Kann man machen. Dann kommen wir hier zur ersten 6000er. Die 6000er ja interessant eben auch fürs Angeln am Kupfersee. Und da hole ich mir auch nochmal 2 weitere. Damit habe ich dann 3-mal dieses Teil. Warum hole ich mir das Teil? Es hat eine sehr schön geringe Übersetzung. Es ist von der Schnurkapazität absolut ausreichend für den Kupfersee. Und ich werde das Teil einfach auch nochmal mitverwenden, vielleicht auf einem anderen Setup dann am Kupfersee. 18,2 Kilo, auch das ist sehr gut ausreichend. Die Verschleißwerte sind ziemlich gut hier drauf. Also schweres Fischen steht hier dran. Das Teil kann man richtig, richtig gut verwenden für den Kupfersee. 5.500 beim Silberpreis. Schmeckt. Also kann man durchaus machen. Durchaus eine Option, wenn man sagt, ach jetzt hier die Evia muss ich nicht haben. Hat aber den gleichen Preis ungefähr wie die Evia. Also rein von der Schnurkapazität und von der Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten ist die Evia immer noch vorne. Wenn du dir überlegst, ja, was kaufe ich jetzt, das Dingen oder halt Evia. Evia ist wie gesagt deutlich vorne, die Evia 6000. So, dann haben wir hier die Silver, das ist eine 8000er. Und ja, einige schwören ja auch da drauf. Ich bin von dem Teil nicht so wirklich begeistert, weder fürs Spinning noch dann eben, also man kann es vielleicht fürs Karpfenangeln verwenden. Fliegt wohl, ne, steht auch extra dran, Weitwurfrolle und so fürs Karpfenangeln. Ich finde für Spinning die Übersetzung nicht hoch genug. Schnurkapazität passt, preis-leistungsmäßig. Ich finde immer, dass es die abgespeckte Version von der Overlord ist. Also bevor ich jetzt fast 14.000 ausgebe, gebe ich dann doch lieber 18.000 für die Overlord aus und habe dann damit die deutlich bessere Allround-Rolle. Ich weiß noch nicht, ob ich mir davon nochmal welche hole. Wahrscheinlich nicht. Ich habe also 3 Stück, reicht, damit bist du komplett bedient für alles. Also super viel Schnurkapazität, mehr Schnurkapazität als die Wenger 10.000. Also das Teil ist mega krass, super heftig von den Verschleißwerten. Ich habe das Teil eine ganze Zeit am Nordmeer geangelt, einfach so fürs Pilken, für die ganzen kleinen Fische. Auch wenn das Teil nicht Salzwasser geeignet ist, ist der Verschleiß minimal höher gewesen.
Also wirklich ganz, ganz, ganz krasses Ding. Und für alle, die auf Karpfen gehen, ist das super genial. Und selbst wenn du damit Spinning machen willst, also das ist echt ein Must-Have. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ja, nach wie vor 2000er Rollen. Das Ding gucke ich mir nochmal an. Wahrscheinlich gucke ich mir auch nochmal eine Light-Route an. Also das ist durchaus eine Option. Werde ich dann allerdings auch nochmal berichten, wenn ich mir wirklich einen Light-Setup hole. Es gibt ja mittlerweile Rekorde auch fürs normale Light-Angeln. Also durchaus eine Option. Vielleicht hole ich mir, wie gesagt, hier von Simon ist das ja. Dadurch könnte man dann auch im Simon Store reparieren, also nochmal günstiger. Das ist natürlich immer vorteilhaft. Also das wäre vielleicht eine Option, muss ich nochmal gucken. 5000er sehe ich nach wie vor nicht. Keine Ahnung für was. Große Zugkraft, Weitwurfspule, geeignet für Jerkbait, schweres Fischen. Ja, relativ wenig Schnurkapazität, wenn mich nicht alles täuscht. 12 Kilo an 12 Gramm Wurfgewicht, 15 Kilo Bremse. Achso, wie war das hier vom Wurfgewicht? 5,5 Gramm. Das ist ja mal wichtig bei den Rollen. 5,5 Gramm finde ich fürs Leitangeln sind es mir 2 Gramm zu viel. 3, da wäre ich dabei, aber mit 5,5, da fliegt die schon eigentlich fast wieder raus. Also das hat sich eigentlich schon erledigt. Einige nutzen das Teil hier auch noch. Richtig schönes Ding. Vielleicht hole ich mir das auch noch. Also Preis-Leistung auch krass. Riesen Nachteil bei dem Gerät. Super geringe Schnurkapazität. Das heißt, wenn du das Teil hat, glaube ich, eine Getriebekraft um die 100 Kilo. Sackstabiles Gerät. Aber wenn du das Teil eben mit einer geschlossenen Bremse auch verwenden willst, hast du ja dementsprechend auch eine dicke Schnur drauf. Und von so einer dicken Schnur passt auf das Teil super, super wenig. Und das macht das so ein bisschen zwiegespalten. Es kann sein, wenn du mit einer richtig dicken Schnur unterwegs bist, da hast du vielleicht 80 Meter drauf. Das ist natürlich tricky. Aber ja, kann man verwenden. Und wenn man das Teil halt normal verwendet, mit einer relativ dünnen Schnur, vielleicht sogar hier in diesem Bereich, ja, wäre eine Option. Ich überlege noch, aber es kann gut sein, dass ich mir das Teil hier nochmal hole, vielleicht auch nochmal mit einem passenden Setup. Dann berichte ich nochmal extra. Kann man auf jeden Fall überlegen. Das Teil kam letztes Jahr raus. Zum Nordmeer hier auch nochmal richtig cool hier mit diesem Marmorgriff. Oder vielleicht ist es auch nur Kunst. Aber ja, cooles Ding. Es ist eine Retro-Konventionalrolle. Die hat quasi nur diesen einen Gang. Die hat quasi nur den Kraftgang. Kein Kraftgang wie bei der Borealica zum Beispiel mit 1, wo man so richtig reingeht, sondern ein Kraftgang mit 2,4. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, also du ziehst die dicken Fische schön konstant rein. Aber wenn du in 215, 216 Meter Tiefe auf einmal einen 3 Kilo Fisch hast, kurbelst du den genauso langsam aus 200 Meter Tiefe hoch. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit mal eben umzustellen auf 4, noch was an der Übersetzung und das Ding mal eben doppelt so schnell hochzuziehen, sondern du musst auch kleine Fische super langsam hochziehen. Kann man machen, gutes Gerät, aber auf jeden Fall überlegen. Also das ist vielleicht auch eher ein bisschen was für Liebhaber, die sagen, ach komm, finde ich geil, will ich mal ein bisschen ausprobieren, 40.000, kein Problem, ich gönne mir direkt 2 davon. So, kommen wir zu den Routen. Haselnussrouten, ja, kann man machen, ist eine klassische Stippe, geile Aktion drin, super Preis, kann man sich mal 2, 3 Stück von holen. Ja, schönes Dingen, ne? Also kein Must-Have, aber kann man machen, klar, schöne Stippe. Was haben wir denn hier noch? Auch nochmal eine Stipproute, 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter. Will ich solche Stippen noch haben? Weiß ich nicht. Vielleicht gönne ich mir die einfach, damit ich irgendwann mal so gut wie alles habe, wie auch vom Weihnachtsmarkt. Dann habe ich es einfach, ob man das wirklich braucht, ab Level 8. 8 Meter, 9 Kilo. Ja, also wenn man in diesem, ja, aber für 1000 in dem Levelbereich, für 1000 ist man in dem Levelbereich, da hast du die Kohlen nicht zusammen. Außerdem musst du unter Level 20 sparen, damit du was Besseres kriegst. Und zwar vernünftige Midgame-Sets. Nee. Also kann man machen, ja. Kann man machen. Aber mit 9 Kilo Tragfähigkeit, naja. Das sind halt so Fische bis 3, 4 Kilo, ganz interessant. Und dann wird es auch langsam eng auf der Stippe. Ja, nö. Also ist halt eine Stippe. Wenn man Bock drauf hat,
kann man das machen. Nochmal eine Stipproute hier, 7 Kilo, jetzt allerdings hier nochmal mit Special, mit Boni drauf, Feststellmontage, Laufposenmontage. Ja, auch das nice to have. Wenn man Stippen-Main ist, dann gönnt man sich sowas natürlich. Ansonsten macht man das wahrscheinlich nicht. Bolognese-Route. Eine schöne Bolognese-Route mit 9 Kilo. Ich glaube, aus Stylegründen hole ich mir die auch. Braucht man das? Nee, braucht man nicht, weil man meist Bolognese-Routen oder Bolognese-Angeln an sich komplett überspringen kann. Man kann sich ja, hatte ich in den Tutorials auch erklärt, diese ganz billigen, die billigste Bolo-Route im Game kaufen und damit gut klarkommen. Die kostet um die 60 Silber, also 900 weniger. Und damit kommt man wahrscheinlich genauso gut am Anfang klar. Und dann geht man irgendwann direkt rüber auf Match. Das Teil habe ich mir irgendwann mal geholt. Das ist ganz sexy, super krass von dem Wurfgewicht, 2 bis 10 Gramm. Also das Teil, eine Spinning-Route, durchaus eine Option. Aufpassen, das Ding kannst du nicht verwenden für Topwater oder für Wobbler. Dafür ist hier die Aktion, die Power zu gering. Man braucht mindestens eine Power von 5 oder 6. Also man braucht auf jeden Fall mehr Power, damit man eben so einen Topwater-Köder so richtig schön gieren kann. Ansonsten passiert, dass immer nur die Rutenspitze einknickt und dadurch kriegst du einfach die Köder nicht gegiert. Also das Ding ist halt nur was für Vecchi-Rig, verwende ich das zwischendurch mal fürs Spinning und so. Also das war's. Aber für andere Arten des Spinnings ist das leider nicht geeignet. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch die Feederrouten. Ja, auch durchaus eine Option. Ne? Also die Feederrouten, 26 Kilo, kannst du bis hin zum Karpfenangeln ganz gut verwenden. Preis-leistungsmäßig auch, wie gesagt, durchaus eine Option. Oder man verwendet das natürlich dann am Kupfersee. Also auch das durchaus eine Option, wenn man sich keine Routen holen will, die im normalen Markt zu kaufen sind. Auch hier wieder mit Pluswerten. Zum Beispiel die Royal Feeder. Das ist dann natürlich dann auch preislich nochmal eine andere Geschichte. Aber das hier durchaus eine Option. Ich denke, auch die werde ich mir mal holen. Wie gesagt, für so ein zweites Setup am Kupfersee. Und rein optisch ja auch ganz schick, ab Level 15. Ja, kann man mal machen. So, was haben wir noch? Die Schnüre. 150 Meter Schnur, ja, vielleicht sogar als Vorfachsmaterial verwendet. Ansonsten durchaus mal durchgehen, wenn du stippst. Also als Stippangler nimmt man sich natürlich auch verschiedene Schnüre mit, achtet immer hier sehr auf die Kilozahl, damit man nah genug an der Tragkraft der Route ist. Dementsprechend passen hier diese Schnüre ganz gut. Ansonsten zum Angeln 150 Meter nehmen wir natürlich so nicht. Lieber was mit 300 Meter oder noch mehr hier, 500 Meter. Die Dinger nutze ich allesamt immer gerne auch an der Yama. Gerade wenn da mal ein Königslachs reingeht und du hast 500 Meter Schnur drauf, ist das sensationell. Also durchaus eine Option. Beide Gewichtsklassen habe ich mal ein bisschen was auf Lager gelegt, damit auch wenn die mal verschlissen sind, kann man das ganz gut verwenden. Kleiner Nachteil bei diesen Schnüren, es ist zwar Braid, also geflochtene Schnur, die normalerweise sehr dünn ist. In dem Fall ist sie umbandelt, wirkt dadurch noch mal ein bisschen dicker, man hat aber auch ein bisschen weniger Verschleiß. Also ganz gute Dinger, aber wie gesagt deutlich dicker. Wenn man trotzdem mit großem Setup unterwegs ist, 500 Meter Schnur auf der Rolle, ist schon sehr angenehm. Ja, dann kommen wir zu den klassischen Ködern. Snowflake Spinner, ja, ganz gut. Aufpassen, man braucht super leichtes Setup. 2 Gramm Wurfgewicht kriegst du selbst mit einem normalen Belaya Setup nicht rausgeworfen. Special. Das gleiche hier auch, 2,9. Hier kann man natürlich dann nochmal einen besseren Haken drauf machen. Dann wiegt das Ganze vielleicht 3,2 Gramm. Also das ist schon mal eine ganz gute Option. Davon kann man sich auch mal welche holen. Funktionieren immer mal wieder ganz gut, zum Beispiel auch am Koori beim Schleppen. Genauso wie die Dinger aufpassen, 41 Gramm Wurfgewicht hier oder 41 Gramm Gewicht. Die Dinger sind richtige Bretter, richtige Türschilder hier, die Planker. Ja, Boilies, da müssen wir den Karpfenangler nicht sagen, die kaufen sich das sowieso alles. Ja, lohnt sich, von neutral bis Himbeer, bis Honig, bis Karamell, selbst bis zum Pfeffer, lohnen sich tatsächlich alle. Kann man immer wieder verwenden. Ich glaube, ich habe von allen so um die 200 bis 500. Und ja, ich glaube, damit kommt man ganz gut übers Jahr.
Und wenn man halt Karpfenangler Main ist, dann holt man sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Mais-Sirup, auch durchaus eine Option, kann man sich mal gönnen. Rote Beete-Sirup habe ich bisher noch nie verwendet. Das sind die 500 auch vom letzten Jahr. Mir fällt auch nichts besonders Kreatives ein, wo man rote Beete als Dip verwendet. Vielleicht muss man das einfach mal testen. Die geilen Korkpömpel, klar. Hosen, klar. Die gesamte Waggler-Linie hier. Zack, zack, zack. 3 verschiedene Farben, 3 verschiedene Gewichtsarten. Die gönnen wir uns natürlich auch, wenn wir Matchangler sind oder werden wollen. Denn wir wissen ja jetzt aus den letzten Patch-Notes, die jetzt heute Morgen schon um 7 Uhr rauskamen. Wir wissen ja, dass die Waggler bzw. das Matchangeln jetzt besser wird. Und dementsprechend gehen wir da natürlich auch rein. Köfi-Pose, ja, gönnt man sich auch. Warum denn nicht? Und das Teil ist wieder hier für die Fiederangler. Kann man auch machen, verschiedene Gewichtsklassen. Ja, nice to have. Und damit sind wir durch am Weihnachtsmarkt und rennen direkt rüber, ohne viel zu gucken, zum Angelgeschäft und gucken hier nochmal schnell rein. Und guck mal hier, Alter, es gibt verschiedene Setups. Yo, new. Casting Belaya Setup in so einer Box, Alten. Das ist ja crazy. Ja, Belaya Edition. Simon Jet Series. Ja, das ist cool. Und Segun Advent. Steht auch alles so drauf. Ja, das ist geil. Schön. Und hier haben wir das Ganze. Also, wir haben hier die Casting-Route. Oh, das ist cool. Oh, jetzt ist die wichtigste Frage. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Oh ja, okay. Fangen wir oben an. Die Route. 3 bis 9 Gramm. Ja. Richtig, wichtig, sehr gut. Es ist ein Light-Setup. Kann man machen. Power ist gut. Sehr gut. Also, wir können damit auch verschiedenste Köder verwenden. 23 Kilo Tragfähigkeit, komplett übertrieben. Das ist einfach nur, damit man Reserven hat. Das Teil verwendest du wahrscheinlich so gut wie nie mit 23 Kilo Tragfähigkeit. Zumal die Bremse hier auch 7 Kilo hat. Also das Teil ist einfach nur extrem robust. Wenig Verschleiß, weil du halt die ganze Zeit nur mit 5, 6 Kilo an diesem Blank rumzehrst. Aber das Teil könnte halt bis 23 Kilo und so weiter. Also das ist ein ganz entspanntes Ding. Schöne Belaya-Rolle, Komplettset. Sieht bisher richtig gut aus. Preis 8.000. Ab Level 14 8.000. 8.000 ist natürlich ein Statement, ne? Wenn man sich das Belaya, also Medium Light Belaya Setup anguckt, da liegt man bei unter 1000. Auch einfach mal gucken, gibt es ein Video zum Belaya oder in der Tutorial-Liste oder in der Playlist zur Belaya. Ja, kann man machen. Wenn man sagt, okay, ich gönne mir das für Gold, klar, kann man machen. Ab Level 14 würde ich mir das also ab Level 14, du wirst mit Level 14 niemals 8000 Silber zusammen haben. Geschweige denn mit Level, keine Ahnung, 20, auch noch nicht mal. Schwieriges Ding. Ganz schwieriges Ding. Aber vom Setup an sich, also für jemanden, der schon ein bisschen mehr Cash rumliegen hat, von den Wurfeigenschaften, von der Tragfähigkeit, also Wurfgewicht, Tragfähigkeit, von der Aktion, von der Power, sehr geil. Dazu ganz wichtig, das habe ich als erstes mir angeguckt, wie viel Wurfgewicht hat die Rolle. Ist nicht nur schick designt, nett gemacht, bisschen special. Ja, cooles Teil. Ja, cooles Design auch nochmal. Also auch das Dingen. Übersetzung 6,4, schön schnell. Bremskraft 7, perfekt. Perfekt. Ist ja, gucken wir. Weißt du was? Kaufe ich. Gucken wir uns natürlich auch nochmal an, wie das Ding dann aussieht in Aktion. Dann haben wir hier die Simon Ultra Power, eine 8000er Simon Ultra Power, 19 Kilo, eine 8000er für 10.000.
Sieht cool aus auch wieder, ja. Ganz nettes Design. Auch wieder von Simon. Das ist nicht schlecht. Vorteil einfach wieder, ne? Wir haben diesen Simon Flagship Store am Bernsteinsee und können dann dadurch natürlich am Simon Store günstiger reparieren irgendwann mal. 19 Kilo für eine 8000er. 418 Meter. 418 Meter. Jetzt müssen wir mal eben kurz gucken. Angelrollen Evia. 418, 600, 500. Okay. Weniger. Deutlich weniger. Für 10.000. Ja, ist eine Überlegung wert. Braucht man, glaube ich, nicht zwingend. Hier ist die Alpha in der Special Edition. 8000er nur für Gold. Okay. Aber sieht auch ganz, oh ja, sieht ganz schick aus. Hat es denn die gleichen Werte wie die Alpha? Gucken wir auch mal eben rein. 14 noch was, ab Level 19. Ja, scheint einfach die Alpha in der Special Edition zu sein. Ja, cooles Design auf jeden Fall. Mal ein bisschen was anderes. Ja, kann man machen. Wenn man sich die Alpha holt, ist halt leider jetzt nur für Gold. Aber wenn man ein bisschen Gold ausgeben will, ja, durchaus eben eine Option. Dann gibt es hier die HSV Raven. Auch noch so matt Pulver beschichtet. Auch cool, auch in einer Special Edition. Und mit diesem silbernen Griff. Die Raven, Alten. Kaliber HSV Raven. Ja, wenn du vorhattest, dir die HSV zu gönnen, um damit durchs gesamte Midgame zu angeln, durchaus eine gute Option. Geile Rolle, kannst du wirklich gut machen. 15 Gold jetzt hier in dem Fall. Ja, kann man mal reingehen. Was haben wir hier? Die Ultra Power Emerald. Das ist die gleiche von hier vorne als 8000er, nur in einer anderen Optik, in grün. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weil hier muss ich sagen, hier hätte ich wahrscheinlich Silber mehr gefeiert als Gold. Vom Kontrast her. Gold ist mir einfach mal zu kitschig, oder? Bisschen too much. Aber es passt. Also ist noch ein schickes Ding. Durchaus eine Option. Hier haben wir was Neues. Was ist das denn? Oriental Noble von Reef. Oha. Oha, oha, oha. Ja. Ja, jetzt gucken wir natürlich. Ausverkauft schon. Vielleicht gibt es das gar nicht hier an der Belayar. Vielleicht müsste man einfach mal am Wolchow gucken. Viel Schnurkapazität. 17er Wurfgewicht ab 40. 17 Kilo. 24er. Ja, 20 Gramm Wurfgewicht. Vielleicht aber auch nur für Gold. Wahrscheinlich nur für Gold. Also, könnte man auch überlegen. Was war das? Salzwasser, ja, Salzwasserschutz auch. Durchaus eine Option. Übersetzung, ja, ordentlich. Kein zweiter Gang. Muss man natürlich auch mal überlegen. Wie gesagt, jetzt sehe ich hier gerade den Preis leider nicht an der Belayar. Aber sieht ganz interessant aus. Und das Teil ist natürlich die Special Edition. Die Dragon, Alter. Jawollo, die Elektro Weihnachtsdragon. Naja, kann man natürlich auch machen, ne? Muss ich sagen, finde ich auf jeden Fall besser. Also, ne, also passender irgendwie als dann die alten Editionen davon. Da gab es ja noch diese ganz goldene oder die grüne und so, letztes Jahr unter die rote. Also lieber dann sowas, das passt doch ganz gut. Was haben wir denn hier? Eine Wenger? Ne, das ist ausverkauft hier auch wieder. Angelrollen. Beluga Wenger. Special mit so einem Night Blues, leicht so leicht violett Schimmer mit drin. Ja, auch krasses Teil. Das sieht auch ganz gut aus, die klassische Wenger. Stationär, jawollo. Also, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Und dann haben wir hier nochmal was, die Elektrorolle. Ja, das ist auch ganz cool. Das ist auch ganz cool. Ja.
Ganz coole Optik. So, gehen wir hier unten nochmal rein, das etwas breitere Teil. Ja, mit diesem blauen, blau-violett. Kommt gut an, ne? Das Teil kommt doch ganz böse, kann man machen. Also, damit sind wir durch. Das sind doch alle 9. Gucken wir nochmal kurz rein hier. Alles unter neu. Ja, das ist exakt die Seite. Damit sind wir durch. Mein Senf dazu hast du auch noch. Ansonsten, wenn du in dem Levelbereich bist, wo du dir noch nicht ganz sicher bist, was du kaufst, guck in die Videos rein, was kaufen. Was kaufen unter Level 20, was kaufen ab Level 20, was kaufen Endgame. Alles, was da vorgestellt wurde, sind Routen und Rollen, die man getrost kaufen kann. Die man kaufen kann und sicher damit durchs Game kommt. Mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis für alle, die so in Richtung Allround gehen und mit einem Kauf viel abdecken wollen. Ganz viele Sachen hier sind Specials, also spezialisiert auf das Angeln von, so, und das macht man halt irgendwann erst, wenn man genug Cash auf der Tasche hat und sich keine Sorgen mehr darüber machen muss, dass man 200 Silber in einer Stunde macht. Also, so viel dazu. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann gucken wir uns mal schön erstmal die Belaya an.